Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt der Patch 1.22 für Assassin's Creed Valhalla raus und der hat über 150 neue Punkte, die verbessert oder geändert wurden. Unglaublich viele und die schauen wir uns heute an. Anfang des Jahres waren wir hier auf diesem Kanal bei 1100 Abonnenten, jetzt sind wir mittlerweile bei über 2300 und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt von Assassin's Creed, News, Lore und natürlich die wunderschönen Rätsel, die es so gibt, dann lasst jetzt ein Abo da, dann knacken wir vielleicht noch in den nächsten Monaten die 3000. Aber nun zum Patch, der ist heute für euch ab 14 Uhr erhältlich und wir kriegen nicht nur über 150 verbesserte Dinge, sondern auch neue Features und einen Refresh von den River Raids. Aber fangen wir mal mit der Größe an. Der Patch wird zwischen 5 und 18,7 GB groß sein, das hängt immer von der Plattform ab. Auf dem PC jetzt zum Beispiel sind es 14, auf der Xbox 18,7 und bei der PlayStation 4 hängt es von der Region ab. Auf jeden Fall kommen mit diesem Patch die Mastery Challenges. Wer wissen möchte, was das für ein neues Feature ist, der kann gerne mal mein Video hier abchecken. Auf jeden Fall, um es kurz zu halten, es sind Prüfungen, mit denen ihr Belohnungen verdienen könnt, die aber eine andere Art von Herausforderung für euch sind. Wichtig hierbei ist, ihr müsst mindestens Level 221 sein und dann müsst ihr noch eine Quest erfüllen, nachdem ihr die beiden Regionen Grantebridge-Shire und Leicestershire abgeschlossen habt und dann seid ihr ready to go. Die River Raids, die werden natürlich auch am Start sein, da wird es einen Refresh geben. Das heißt also, alles, was ihr erfüllt habt, alle Regionen, die ihr eingesammelt habt, die werden quasi refreshed. Ihr könnt das alles nochmal einsammeln, die ganzen ausländischen Güter sind wieder erhältlich und im Shop wird es dann eine neue Rüstung geben, vielleicht auch andere neue Cosmetics, die man einsammeln kann und dann natürlich mit den Ressourcen einkaufen kann. Wie das jetzt aussieht, wenn ihr unglaublich viele Ressourcen gesammelt habt, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt einige hier in den Kommentaren, die extrem viele Stunden da noch extra investiert haben. Ich hoffe, dass eure Ressourcen nicht gelöscht wurden, das wäre sehr bitter, aber gebt mir gerne Feedback, ob ihr jetzt alles umsonst gemacht habt. Natürlich gibt es auch neue Skills für euch, Mounted Archer. Ihr könnt mit dem Bogen vom Pferd aus schießen, das wird, glaube ich, die meisten freuen und mich auf jeden Fall auch, gerade wenn es vielleicht so Heavy-Gegner sind, auch wenn die Gegner in Assassin's Creed Valhalla jetzt nicht die schwersten sind, zumindest die Regular Ones. Dann gibt es noch die Fähigkeit Schildmeister. Eivor rotiert dabei automatisch, um eingehende Angriffe zu blockieren, indem er das Schild hochhält. Ja, ganz nett. Und zu guter Letzt die Fähigkeit Unaufhaltbar. Wenn Eivor im Kampf sprintet, dann kann das nicht pariert werden und wenn er dabei Gegner berührt, dann kann er sie zu Boden schmeißen, indem er Adrenalin opfert. So Freunde, das waren die neuen Features. Wenn euch diese Infos gefallen haben bisher, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Vielen lieben Dank, das würde mir und dem Video auf jeden Fall sehr helfen. Kommen wir jetzt nun zu den einzelnen Details. Ich werde natürlich nicht alle vorlesen, es sind unglaublich viele Punkte. Aber zuallererst wurde das Rune Cap auf 300 erhöht. Das heißt also, wenn ihr in eurer Liste versucht, eine Rune auszurüsten und ihr habt mehr als 100, dann ist das jetzt möglich. Ihr seht sie alle. Vorher war da ein Cap bei 100. Ich habe mir zum Beispiel einen Pack gekauft, wo ich alle Opale auf der Karte in England sehe. Ich habe mich gewundert, dass ich sie nicht in Irland gesehen habe. Das ist jetzt auch möglich. Das heißt, wenn ihr eins der Map Packs gekauft habt im Shop für Helix Credits, dann ist das jetzt auch endlich in England sichtbar. Ich glaube, die Mission heißt Hunderettung, also Dogs Rescue und nach dieser Mission wurden auf einmal alle Tiere weggespawnt, die waren auf einmal weg in der Siedlung, das sollte jetzt auch nicht mehr der Fall sein. Kommen wir jetzt nun zum Balancing, da haben wir auch ein paar Punkte, nicht so viele. Es gab nämlich ein paar Gegner, die es geschafft haben, euren Schulterschlag zu parieren, das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Außerdem gab es Probleme mit Gegnern, die auf euren Kampfschrei nicht reagiert haben, die waren so, ja gut, was ist das? Ja, lassen wir mal so. Und dann gab es noch natürlich kleinere Balancing-Issues, aber ich denke, Balancing ist ja eh nicht das größte Problem in Valhalla, sondern natürlich eher die Quests. Und hier wurden im DLC Zorn der Druiden 20 Punkte verändert oder verbessert. Einige davon haben zum Beispiel damit zu tun, dass wir dem Spoiler Puka nicht verfolgen können. Ja, die Spuren des Pukas können wir nach dem zweiten Flow nicht mehr sehen. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn die Quest nicht weiß oder euch nicht sagt, wo ihr hin müsst. Einige von euch konnten mit Thorstein nicht interagieren. Das ist jetzt auch machbar. Bei einigen und auch bei mir ist das Spiel abgestürzt bei der Quest Coast of Betrayal. Das soll jetzt wieder funktionieren. Also probiert es gerne aus. Ihr kanntet ja wahrscheinlich den Bug, dass man sich bei den Handelsposten teleporten konnte, obwohl man sie noch gar nicht eingenommen hat. Das ist jetzt auch nicht mehr möglich. Und eine Quest wurde auch endlich gelöst, nämlich die Quest mit den Bernsteinen, soweit ich es weiß. Ja, wenn ihr jetzt alle getötet habt, solltet ihr auch alle Bernsteine haben und ihr könnt mit dieser Questreihe weitermachen und endlich mit der Druidin reden und Dinge tun. Aber mehr sage ich nicht.
Einige von euch hatten auch das Problem, dass Kiara und Barrett einfach nicht zur Krönung gegangen sind und somit konnte man dieses ganze DLC vergessen und nicht weiterspielen. Das sollte jetzt aber endlich machbar sein, auf jeden Fall. Und da gab es irgendwie noch so ein paar Probleme mit dem Controller, dass die ganze Zeit vibriert haben, wenn Eivor auf Erde gelaufen ist, auf Dreck gelaufen ist. Ja, und das waren die wichtigsten Punkte, die ich jetzt herausgelesen habe. Ihr findet ja alles sowieso nochmal in der Beschreibung. Der Link dazu zu den Patch Notes, wenn ihr euch die Zorn der Druiden Patches nochmal angucken wollt. Und jetzt kommen wir zu den Quest, World und Event und Side Activities. Also da wirklich, muss man mal sagen, Ubisoft macht schon alles Mögliche. 116 Punkte habe ich jetzt hier immer aufgelistet, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es waren so viele, ich kann mich da glaube ich verzählt haben, aber über 100 Punkte wurden da wirklich behandelt. Geht in die richtige Richtung. Es ist schon richtig, das DLC war super. Ja, ich hatte wenige Bugs. Aber dennoch musste natürlich viel gemacht werden und es muss immer noch viel gemacht werden, ganz klar. Aber das Game, würde ich jetzt mal behaupten, ist vom Grundstamm her jetzt perfekt. Was die Bugs angeht natürlich. Einige hatten bei der Quest mit Sigurd, die relativ am Ende ist, ein Problem, dass sie Sigurd nicht folgen können in die Reykjavik in der Stadt in Norwegen. Andere hatten das Problem in der Quest The Reef of Winchester, dass sie mit Alfred nicht interagieren konnten. Das sollte jetzt auch machbar sein. Ich muss ehrlich sagen, ich kann euch nur so ein paar Dinge vorlesen. Die meisten Probleme kenne ich gar nicht, weil ich bei meinem Spiel, um ehrlich zu sein, kaum Bugs hatte, außer im Zorn der Druiden DLC. Dennoch aber hoffe ich, dass euch die Punkte soweit helfen und ihr nun endlich bugfrei spielen könnt. Es gab ein Problem mit der Quest Alte Wunden, wo Rollo außerhalb des Kampfes festgesteckt ist. Rollo ist übrigens Rolf. Im Englischen ist interessant, heißt der Rollo. Das ist nochmal schon mal ein Hint darauf, dass wir ihn auf jeden Fall im Paris DLC sehen werden. Wenn ihr das erste Mal in Lunden gewesen seid, dann gab es da in einigen Sequenzen das Problem, dass ihr irgendwie festgesteckt seid. Das sollte jetzt aber gleich zu Beginn der Quest in Lunden wieder machbar sein. Und in der gleichnamigen Quest hattet ihr das Problem, die Investigation zu beenden oder zu komplementieren. Das war, glaube ich, in den Katakomben, soweit ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, aber das hat bei mir auch nicht funktioniert. Das sollte wieder machbar sein. Und das waren nur einige Punkte der 116 Questpunkte, also meistens gab es irgendwie Probleme mit der Beendigung von Quests, es gab Probleme mit der Ansprache von NPCs, sowas gab es alles. Könnt ihr euch natürlich gerne alles durchlesen. Es gibt sogar einen eigenen Punkt für Jormung's-Wikinger, River Raids und Raids selbst. Auf jeden Fall hat der erste Punkt gleich mit den Jormung's-Wikingern zu tun, denn während der River Raids hatten sie vielleicht volle Ration und wenn sie dann im Raid waren und eine Kiste aufgemacht haben, dann ist es passiert, dass sie eine Ration verbraucht haben, obwohl ihre Energie voll war. Die Schilde des Langschiffes sollten sich jetzt nach dem River Raid nicht mehr ändern, die bleiben jetzt so, wie sie eingestellt wurden, aber zu den Jormung's-Wikingern selbst, dass die ihre Rüstung verändern, das bleibt wahrscheinlich immer noch so, also wenn ihr den Bug habt, da wird sich erstmal wahrscheinlich nichts mehr ändern mit dem Patch. Und ja, ich kenne die Leute, die natürlich sagen, ja, aber das ist jetzt immer noch nicht. Wieso beheben die das immer noch nicht? Sind wir mal ehrlich, Leute, das Spiel hat andere Probleme, viel wichtigere Probleme als die Jormung's-Wikinger, die ihr Aussehen immer ändern oder resetten. Also wenn wir wirklich ehrlich sind, ich nutze das Feature nicht. Ja, das Feature ist nicht relevant fürs Game. Gut, die 100 Silber kannst du auch woanders verdienen, kannst die glitchen, wenn du möchtest. Und von daher sollte man sich darüber eher nicht beschweren, sondern auf die Punkte fokussieren, die gut funktionieren. Weil meckern kann jeder, wisst ihr. Deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Einige von euch konnten, während ihr etwas getragen habt, im Gameplay, ja, Melee-Attacken ausführen. Ganz coole Sache, wenn ihr davon ein Video habt, dann schickt es mir gerne mal bei Instagram oder so. Ziemlich lustig, hätte ich gerne mal gesehen. Es gab verschiedene Probleme mit dem irischen Hund und natürlich gab es Kameraprobleme irgendwie. Das war aber alles. Dann bei der World, da gab es nicht so viele Punkte, 4 an der Zahl. Da die fliegenden Objekte, die schwebenden Objekte, die man gesehen hat, schwebende Felsen in der Luft oder so, sowas halt zum Beispiel wurde angepasst. Es gab Probleme, dass NPCs irgendwo festgesteckt sind, festgeblieben sind, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Einige Leute von eurer Langschiff-Crew sind einfach durch die Map gefallen. Auch interessant. Aber ja, das war zur Welt alles. Und jetzt kommen wir zu dem Hub und Interface. Da gab es natürlich allgemeine Verbesserungen. Und einige von euch hatten beim Kaufdatum, ich denke mal von Shop-Items, das Kaufdatum 1970. Das hätte ich auch gerne mal gesehen. Das ist sehr geil. Und das war es eigentlich schon. Dann gab es noch Systemveränderungen. Ja, das kann ich zum Beispiel. Und zwar jedes Mal, wenn das Game einen Autosave gemacht hat, kam halt die Nachricht, hey, du hast einen neuen Bonus-Content freigeschalten. Hey, sieh die neuen Sachen im Shop an. Hey. Und das hat wirklich genervt und das sollte jetzt auch nicht mehr da sein. Bei einigen ist auch das Problem aufgetreten, dass sie bei einer normalen Speicherung einen Service-Error gesehen haben. Das ist sehr ärgerlich, sollte jetzt auch eigentlich fertig sein. Ich denke, das ist ein sehr umfangreicher Patch. Ich denke, jetzt langsam haben wir es dann endlich mit den Bugs und ich denke auch, dass das Lydia-Fest verschoben wird. Und zwar auf
2-3 Wochen. Ich denke nicht, dass es nächste Woche kommen wird. Dafür ist es einfach zu früh, denke ich. Sonst wäre das fest verbuggt und dann würden wir, sage ich mal, wieder nur vor einem Bug festsitzen und das wollen wir natürlich nicht. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ihr die Glocke aktiviert habt beim Abonnieren. Da freue ich mich. Da gibt ihr mir auf jeden Fall eine Menge Support. 20% von den ganzen Zuschauern sind gerade mal Abonnenten. Das können wir auf jeden Fall ändern. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video. Wie ist eure Meinung? Schreibt auf jeden Fall gerne rein, welche Sachen verbessert wurden und welche Bugs ihr immer noch habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö und ciao.